Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen was gestehen. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Die ganze Republik redet darüber. Fußball hier, Fußball da, DFB-Skandal und FIFA-Affäre. Interessiert mich alles nicht. Das ist bei mir alles abgespeichert unter korrupte Ehrenmänner, machen was sie wollen. Diese rumpeligen alten Männer und ihre traurigen Versuche, glaubwürdig rüberzukommen. Ist alles, geht mir irgendwie am Arsch vorbei. Wissen Sie, für was ich mich richtig interessiere? Ich interessiere mich für unauffällige Typen. Unauffällige, unscheinbare Player im Fußball, die immer dann spurlos verschwinden, wenn die Scheiße so richtig fliegt. Ich würde mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten. Reden wir doch mal über eine der dicksten Kröten im Fußballsumpf. Und Ihre. Eier aus Stahl. Oh, und heute geht es um dich, Herbert Hainer. Für die meisten bist du Vorstandsvorsitzender der Adidas AG. Aber für mich bist du der Mann, der mal so geil aussah, wie Waldemar Hartmann aussah, als der noch richtig geil aussah. Herbert Hainer. Du bist seit 14 Jahren Chef der börsennotierten, zweitgrößten Sportartikelherstellerfirma der Welt, Adidas. DFB, FIFA und Bundesliga, alle gesponsert von Adidas. Jahresumsatz 2014, 14,5 Milliarden Euro. 14,5 Milliarden Euro. Herbert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was zurzeit in Fußball-Deutschland los ist. Angeblich soll ja bei unserer WM 2006 irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Unser Sommermärchen, Bestechung und schwarze Kassen und so. Oder Waldi? Haben denn wirklich die Deutschen geglaubt, dass wir diese WM bekommen haben, weil wir so ganz besonders beliebt sind auf dieser Welt, weil wir so tolle Hechte sind, weil wir so gut ausschauen und weil uns alle lieben zum Niederknutschen? Ja, ich meine, ja gut, Herbert, was juckt dich als Chef des DFB-Hauptsponsors Adidas, wenn es im Fußball nicht mit rechten Dingen zugeht? Fußball ist ja nicht Adidas und Adidas ist ja nicht Fußball. Fußball ist Adidas, Adidas ist Fußball. Ah, so ist das. Dann ist ja auch für dich und Adidas ein bisschen scheiße, wenn alle verlieren. Das deutsche Sommermärchen verliert seine Unschuld, das Weltmeisterland Deutschland verliert seinen guten Ruf, der DFB verliert seine Glaubwürdigkeit, Wolfgang Niersbach verliert vielleicht bald seinen Job. Alle verlieren. Ich muss auch ehrlich sagen, verlieren ist auch beschissen, auf gut Deutsch gesagt. Das mache ich nicht, ich gewinne lieber, das ist schöner. Und deswegen versuche ich alles, was in meiner Macht Stehende zu tun ist, zu tun, um eben zu gewinnen. Ob das jetzt am Spielfeld ist oder in der Arbeit. Kleiner Tipp, Herbert, im DFB-Skandal und der FIFA-Affäre gibt es zurzeit nur 2 Gewinnerstrategien. Erstens, versuchen, der Scheiße geschickt auszuweichen. Oder zweitens, die Scheiße offen ansprechen. Du hast dich für Strategie 1 entschieden. Adidas ist Hauptsponsor der FIFA und könnte richtig Druck machen, genau wie die sympathischen Kleinunternehmen und FIFA-Sponsoren. McDonald's, Visa, Coca-Cola und Anheuser-Busch, die haben die FIFA in 4 überraschend deutlichen Briefen dazu aufgefordert, Sepp Blatter endlich rauszuschmeißen, weil sie Angst um ihr Image haben. Also ich meine, McDonald's, Visa, Coca-Cola und Anheuser-Busch haben Angst um ihr Image. Das ist ungefähr so, als hätten Gordon Gekko, Gargamel, Mr. Burns und Darth Vader Angst um ihr Image. Aber Adidas und du, Herbert, ihr 2 haltet an Sepp Blatter fest. Und der ist natürlich, ich meine, der ist natürlich einfach spitzenmäßig und in Partylaune aufgelegt. Kein Wunder, das ist gut für ihn. Party on! Die Treue von Adidas und dir zu Sepp Blatter ist so rührend, Herbert. Weißt du was? Horst Dassler, der Ex-Adidas-Chef und Sohn von Adidas-Gründer Adi Dassler, der wäre stolz auf dich. Denn der hat Sepp Blatter vor 40 Jahren bei der FIFA installiert. Und Horst Dassler hat Sepp Blatter in seinen ersten Jahren auch hier bezahlt. Here we go, Sepp. Der Sepp und der Horst und Adidas. Eine Freundschaft fürs Leben. Und der Sepp und Adidas haben übrigens erst 2013 einen neuen Sponsoring-Vertrag ausgehandelt. Mein Handyvertrag bei Base, O2, Telekom, Lidl Base gilt. Mein Handyvertrag gilt ja 2 Jahre. Wie lange gilt denn so ein Sponsoring-Vertrag zwischen Adidas und FIFA? Vielleicht bis 2018 oder bis 2020 oder wie lang? Bis 2030? Was in aller Welt könnte denn so geil sein, dass man den Vertrag über 17 Jahre abschließt? Also außer natürlich eine Zungenkuss-Flatrate von Sami Slimani. Ich bin einfach so ein echter All-in-or-nothing-Typ. Ich verrate den Leuten jetzt mal das Erfolgsgeheimnis von Adidas. Bist du auch ein All-in-or-nothing-Typ? Das, glaube ich, beschreibt mich auch, meine Leidenschaft und auch so meinen persönlichen Charakter. Wenn ich was mache, dann all in or nothing. Jetzt machen wir mal all in or nothing. Jetzt kommt das Geheimnis von Adidas. Nur ein einziges Wort.
Nee, nicht, das ist, wir sind nicht bei der Mafia. Nein, so nennt sich das nicht anders. Nee, auch nicht, das ist ja illegal, anders. Nee, Korruption, das klingt auch ganz schlimm. Das heißt, wie heißt es denn noch, Ah, Sponsoring, eine Original-Adidas-Erfindung. Tolle Idee. Sponsoring, erfunden von Adidas, genauer erfunden von dem Mann, der auch Sepp Blatter erfunden hat. Und Sponsoring funktioniert bis heute toll. Adidas ist Sponsor Nummer 1 der ganzen Welt, von Fußball zumindest. Und Sponsoring ist völlig legal. Funktioniert im Prinzip ganz einfach. Wenn du machst, was Adidas sagt, bekommst du von Adidas eine tolle Belohnung. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Franz, kannst du es für die Leute vielleicht noch ein bisschen anschaulicher erklären, wie das funktioniert? Lasst uns nicht lange reden, wir tun, was uns gefällt. Einmal 5 Mark für jeden, das ist doch nicht die Welt. Sponsoring ist also der Trick, warum Adidas so verwachsen ist mit dem Profifußball wie kein anderes Unternehmen. Adidas ist überall. Unsere Weltmeisterhelden von letztem Jahr zum Beispiel. Alle von Adidas gesponsert. Yogi natürlich auch. Und raten Sie mal, was diese Spitzenfunktionäre und Topmanager gemeinsam haben. Richtig, alle kein Abitur und sponsert bei Adidas, obwohl sie gar keine aktiven Fußballspieler sind. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Und Adidas sponsert noch mehr. FIFA, DFB, Bundesliga, zweite Bundesliga, FIFA-Weltmeisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, Deutsche Nationalmannschaft, Leverkusen, Schalke, Nürnberg, HSV, der FC Bayern sowieso. Adidas sponsert alles. Adidas ist überall. Zum Glück ist Adidas ein ehrliches deutsches Unternehmen, in dem windige Geschäftspraktiken nichts verloren haben. Herbert Hainer, wer waren noch mal deine beiden Vorgänger an der Adidas-Spitze? Ah ja, Robert Louis Dreyfus und Bernard Tapie. 2 unseriöse Straftäter. Ganz kurz, ich muss mal kurz unseren Neo-Magazin Royal Scherzanwalt Dr. Christian Witz fragen. Kommen Sie ruhig mal rein. Ist das erlaubt, wenn ich öffentlich sage, dass Bernard Tapie und Robert Louis Dreyfus 2 unseriöse Straftäter waren? Darf ich das sagen, so öffentlich? Waren Sie denn unseriös? Also der Adidas-Boss Robert Louis Dreyfus, der hat seinem lieben Freund und Bayern-Manager Uli Hoeneß mal 10 Millionen Euro geliehen, damit er die Kohle an der Börse verzocken kann, ohne Gegenleistung zu wollen. Und Bernard Tapie, der war halt Schlagersänger und Rapper gleichzeitig. Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours Le Gangster qui contrôle l'affaire. Klingt das unseriös genug? Ist es? Ja, das klingt unseriös genug. Und waren Sie Straftäter? Ja, also Dreyfus saß nicht ein, aber 2006 zu 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Und Bernard Tapie saß 8 Monate im Knast wegen Bestechung. Also Straftäter, kann man schon so. Dann ja. Vielen Dank, Neo Magazin Royal Scherzanwalt Dr. Christian Witz. Aha, also Herbert Heiners Vorgänger waren unseriöse Straftäter und Herbert Heiners direkter Vorgänger als Adidas-Chef, hier, Robert Louis Dreyfus, das ist der dem DFB eine schwarze Kasse mit 6,7 Millionen Euro eingerichtet haben soll, um die WM nach Deutschland zu holen. Stand ja auch im Spiegel vorletzte Woche und diese Woche auch. Was hätte denn ein Adidas-Chef davon, wenn er die WM nach Deutschland mogelt? Das ist ganz einfach. 2005 hat Adidas so viel verdient. 2006 im Schummel-WM-Jahr machte Adidas dann einen Umsatz von 10,1 Milliarden Euro. Im Vorjahr 6,6 Milliarden. Ergebnis, im Jahr der Mogel-WM hat Adidas 3,5 Milliarden Euro mehr Cash eingefahren. Und dafür musste Robert Louis Dreyfus nun mal eben privat 6,7 Millionen Euro verleihen. Deutschland ein Sponsorenmärchen. Kommen wir mal zum großen Finale, Herbert. Wie war noch mal deine Erfolgsformel? Fußball ist Adidas, Adidas ist Fußball. Okay, dann kommt jetzt eine knifflige Rechenaufgabe. Wenn Adidas Fußball ist und Fußball korrupt ist, was ist dann Adidas? Kleiner Tipp, wenn irgendjemand die Lösung rausfindet, ist das nicht gut fürs Geschäft von Adidas. Lass mich das anders sagen, Herbert. In der FIFA-Affäre oder beim DFB-Skandal hat Adidas wirklich keine Scheiße am Schuh, das kann man nicht sagen. Adidas ist der Hund, aus dem die Scheiße rauskommt, seit Jahrzehnten. Oder täuscht mich da mein Eindruck? Ich meine, Adidas hat die Sportkorruption, das Sponsoring erfunden. Und Sponsoring ist das Erfolgsgeheimnis von Adidas. All in, or nothing. Und das nur die Spitze des Scheißbergs, Herbert. Kleiner Tipp für unsere Zuschauer. Geben Sie mal ISL und Adidas bei Google ein. Oder Turnschuh CIA. Haha, da finden Sie Sachen. Und du
Herbert Hainer, hast mit windigen Geschäften, Bestechung und Vetternwirtschaft natürlich nichts zu tun. Du sitzt ganz entspannt im Steve-Jobs-Rolli in Herzogenaurach und guckst dir im Fernsehen an, wie sich ein paar senile Ehrenmänner gegenseitig Unterlassungserklärungen hin und her schicken. Und machst das einzig Richtige, nicht auffallen. Denn solange keiner über die Rolle von Adidas redet, redet keiner über die Rolle von Adidas. Und das ist gut für dich, Adidas-Chef Herbert Hainer, du unauffälliger Gewinnertyp. Der Fußball ist korrupt, aber über Adidas und deine Verantwortung dafür redet niemand. Denn du hast nicht nur den Fußball im Sack, sondern auch